Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ADD Smart Home. Heute schauen wir uns das neue Premium-Modell von Segway Navimo an, den X420 Rasenmäherroboter. Der offizielle Slogan der X4-Serie bedeutet übersetzt so viel wie: er packt an, wo andere aufgeben und schont den Rasen, wo andere Kompromisse machen. Ob das Ganze so stimmt und wie er sich bei mir in meinem Alltagstest geschlagen hat, das erfahrt ihr gleich. Aber vorher nochmal ganz wichtig der Hinweis: der Segway Navimo X420 wurde mir von der Firma Segway für diesen Test zur Verfügung gestellt. Deswegen steht hier oben oder da oben irgendwo Werbung, aber sie haben in keinster Weise Einfluss auf dieses Video genommen oder auf mein abschließendes Fazit. Also, falls ihr mehr wissen wollt, bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht es sofort los. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Da der Roboter nicht gerade sehr klein ist und somit er nicht in mein kleines Studio passt, kann ich hier nicht weiter auf das Gerät eingehen. Deswegen würde ich sagen, springen wir direkt raus in den Garten an Ort und Stelle und schauen uns zuerst mal kurz an, was alles im Lieferumfang dabei ist. Und dann starten wir sofort mit der Inbetriebnahme und meinen Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen gemacht habe. Als die Lieferung ankam, war ich von der Größe des Kartons und vor allem von dem Gewicht wirklich sehr überrascht. Das Teil ist riesig und nicht wirklich leicht im Vergleich zu dem Mammut, mit dem ich normalerweise zu tun habe. Im Lieferumfang ist einmal die Ladestation, Befestigungsmaterial, das Netzteil, eine RTK-Antenne, auch wenn die normalerweise nicht benötigt wird, denn das Gerät kann auch per Network RTK navigieren. Dann noch ein paar Ersatzklingen, das Handbuch, ein Verlängerungskabel und dann noch ein Stab für die RTK-Antenne. Aber wie gesagt, die benötigt ihr normalerweise nicht. Und dann natürlich auch nochmal zum Schluss der Mähroboter selbst. Auch wenn das im Video nicht so rüberkommt, das Teil ist echt riesig. Die Verarbeitung, die Dimensionen, das Design, das Display auf der Oberseite und die Räder, die maximalen Grip versprechen, sowie die rückwärts gerichteten Kameras machen einfach nur Lust drauf, das Teil in Betrieb zu sehen. Also die Ladestation an ihre Position platziert, die Kabel angeschlossen und das Gerät mit Strom versorgt, und dann ging es sofort los. Beziehungsweise zuerst mal App runterladen, installieren, Account erstellen und dann konnte es, wie gesagt, losgehen. Da ich bei mir im Garten Probleme mit dem GPS-Empfang habe, wegen dem Haus und dem Mammutbaum im Nachbargarten, habe ich sicherheitshalber auch nochmal die RTK-Antenne montiert, wobei die, wie gesagt, normalerweise nicht benötigt wird, aber sicher ist sicher. Auf alle Fälle bin ich direkt damit gestartet und habe die Autokartierung getestet, auch wenn sie in meinem Garten keine Herausforderung darstellen sollte, aber dazu gleich auch nochmal ein bisschen mehr. Die Kartierung ist aber super gelaufen und hat meinen kleinen Garten sowie später in einem größeren Garten super funktioniert. Kartierung starten, Roboter auf den Rasen fahren und dann auf Start drücken und der Navimo X420 fährt den Garten ab, erfasst jede Kleinigkeit und liefert zum Schluss eine perfekte Karte. Dann schickt man ihn auch nochmal direkt zum Mähen und dabei erkundet er den Rasen nochmal im Detail mit allen Hindernissen, also Bäumen, Sträuchen und so weiter, und liefert dann zum Schluss nach einer kurzen Wartezeit die sogenannte tatsächliche Geländekarte bzw. die sogenannte Geosketch-Karte, die aus den Aufnahmen der Kamera eine realitätsnahe Abbildung des Gartens erstellt. Jetzt kann man sich fragen, ob das wirklich nötig ist, und die Antwort ist ja, denn damit kann man in der App die Mähzonen und die Grenzen ganz leicht visuell anpassen, wie ihr hier im Video seht. Das heißt, ihr könnt alles so anpassen, wie es tatsächlich ist, und das erleichtert die Arbeit extrem. Da sich mein Garten jedoch recht schnell als zu klein und schlichtweg zu einfach herausgestellt hat, er ist im Grunde nur ein einfaches Viereck mehr oder weniger. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss das Ding auch nochmal irgendwo anders testen. Deshalb habe ich meine Nachbarin gefragt, ob ich das Gerät auf ihrem Grundstück testen darf. Ihr Garten war dafür perfekt geeignet. Er ist relativ groß, hat rund 360 Quadratmeter, ist relativ verwinkelt und vollgepackt mit Bäumen, Sträuchen, Hütten und komplexen Kanten, und weil sie nichts dagegen hatte, habe ich den Roboter mit dem Handy rübergefahren und den Robby den Garten automatisch kartieren lassen. Die Nachbarin war auf jeden Fall total erstaunt, dass man den Roboter einfach so dorthin setzen kann, ohne jegliche
irgendwelche Vorarbeit wie das Verlegen von Begrenzungstreten oder ähnliches, aber dank des EFLS-Systems, das Network RTK mit einer intelligenten 360-Grad-Kartennavigation kombiniert, benötigt man auch keine Antenne mehr im Garten oder irgendwelche Drähte. Wir haben also einfach die One-Click-Auto-Mapping-Funktion gestartet und haben gestaunt, wie gut das automatische Mapping funktioniert. Man kann sich zwar gemütlich in den Garten setzen oder sich mit etwas anderem beschäftigen, aber es macht viel mehr Spaß, dem Gerät bei der Arbeit zuzusehen. Aber theoretisch kann man natürlich entspannt einen Kaffee trinken oder mit den Kids spielen, während der Roboter den Garten erkundet. Auf jeden Fall war die Nachbarin sichtlich verwundert, wie schnell und reibungslos das Ganze ablief. Als das Mapping fertig war, fragte sie mich ganz erstaunt: Und jetzt? Mäht er einfach so meinen Rasen oder müssen wir noch irgendetwas machen? Ich sagte, nee, wir müssen gar nichts mehr machen. Wir schicken den Roboter los und dann erledigt er seine Arbeit. Und hier kommt jetzt die sogenannte Momentum-Schneidtechnologie ins Spiel. Kurz erklärt, das steht für maximale Effizienz auf der Fläche. Der X420 kombiniert nämlich eine Schnittflächenbreite von stolzen 430 mm durch 2 Mähscheiben mit einer zügigen Fahrgeschwindigkeit und dualem 180 Watt Motor, die sich auch durch hohes, dichtes Gras nicht stoppen lassen. Passend dazu ist der Akku so dimensioniert, dass er mit dem Schnellladegerät in gerade einmal 75 Minuten wieder voll einsatzbereit ist. Der X420 ist für Flächen bis 2000 Quadratmeter ausgelegt und schafft bis zu 600 Quadratmeter pro Stunde. Wenn 2000 Quadratmeter für euch zu wenig sind, es gibt auch noch den X430 für 3000 Quadratmeter und das größte Modell, den X450 für Besitzer von Gärten, die bis zu 5000 Quadratmeter groß sind. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist der große Bereich der Schnitthöhe. Sie reicht von kurzen 20 mm für einen feinen Golfrasen bis hin zu stolzen 95 mm für eine Wiese zum Beispiel. Das Schöne daran ist, der Roboter, der hebt das Mähwerk bei dichtem Gras sogar automatisch an, um Verstopfungen zu vermeiden, und dank der Edge-Sense-Erkennung erkennt er Kanten präzise, mäht bis auf 5 cm an Hindernissen heran und überfährt im Ride-On-Modus flache Ränder restlos, was manuelles Nacharbeiten fast überflüssig macht. Aber zurück zum Mähen. Wie nicht anders zu erwarten war, war eigentlich auch dieser Garten kein Problem. Er war zwar größer und natürlich auch komplexer, aber für den Navimo trotzdem immer noch keine wirkliche Herausforderung. Da aber weit und breit kein Nachbar in der Nähe ist, der eine größere Fläche zur Verfügung hat, musste ich mich aber hier damit zufrieden geben. Die Nachbarin war auf alle Fälle von der Navigation und dem Ergebnis sehr angetan. Es sind zwar einige, ich sag mal, Blümchen stehen geblieben, weil sie entweder zu lang waren und beim Drüberfahren einfach nur umgeknickt wurden, wodurch sie anfangs nicht erfasst wurden, bis ich das Mähwerk von 50 auf 35 mm runtergesetzt habe, und dann hat es auch besser funktioniert. Aber andere sind immer noch stehen geblieben, weil sie einfach so lang und dicht waren, dass er sie als Hindernisse erkannt hat. Aber ganz ehrlich, das kann man dem Robby nicht übel nehmen, denn normalerweise sollte man den Rasen vorher auf ein normales Maß mähen und ihn dann erst losschicken, genau wegen solchen Sachen eben, dass solche großen Gräser nicht stehen bleiben. Aber egal, dafür war an dem Tag keine Zeit, denn die Sonne hat von oben gebrannt und ich wollte die Nachbarin an diesem Tag nicht länger von irgendwelchen anderen Sachen abhalten. Aber eine Sache musste ich noch testen. Ich habe einen Weg vom Nachbargrundstück zu der Ladestation erstellt, um zu sehen, ob er auch diese komplexe Strecke schafft und die Navigation so gut ist, wie Segway Navimo verspricht. Denn das sind einige Meter, die er navigieren muss, vor allem auch Abschnitte komplett ohne GPS-Empfang. Und wie ihr hier im Video seht, musste er durch ein enges Gartentor den öffentlichen Bürgersteig entlang an parkenden Autos vorbei, den Bürgersteig wieder runter und auf der anderen Seite wieder hoch auf das Grundstück. Danach ging es direkt an der Hauswand entlang, wo der GPS-Empfang durch die dichten Bäume und das Gebäude komplett blockiert war. In solchen Momenten verlässt er sich blind auf seine 360 Grad Vision Fans Kamera und die Vio-Technologie.
Das große Finale war dann die Fahrt durch die Garage hindurch, das heißt an den Fahrrädern vorbei zur Ladestation. Beim ersten Mal hat das Ganze fehlerfrei funktioniert, beim zweiten Mal gab es allerdings einige Probleme, weil das System meldete, er sei viel zu weit weg von der Route und ich musste dann manuell eingreifen und ihn zur Ladestation bringen. Aber ganz wichtig, das finde ich überhaupt nicht tragisch, da eine Fahrt durch eine geschlossene Garage im Alltag normalerweise kein normales Einsatzszenario für so einen Mähroboter sind. Aber es war interessant zu sehen, dass es beim ersten Mal geklappt hat. Wieso es beim zweiten Mal beziehungsweise beim zweiten Versuch nicht geklappt hat, das weiß ich nicht. Aber es könnte sein, dass er eventuell ein bisschen nervös war, weil beim ersten Mal hatte ich das Ganze nur mit dem Handy gefilmt und beim zweiten Mal wollte ich das Ganze mit der normalen Kamera filmen. Aber wie gesagt, vielleicht war er da ein bisschen nervös. Etwas anderes, was ich auch sehr interessant finde, ist die Geschichte mit dem Bürgersteig bzw. mit den Randkantensteinen im Garten bei der Nachbarin. Die waren relativ hoch und der Robby ist drüber gefahren, als wäre es nichts. Also falls ihr ähnlich hohe Übergänge habt und mit anderen Robotern derzeitig Probleme habt, dann habt ihr mit dem hier überhaupt keine Probleme. Der schafft das, wie ihr hier seht, im Schlaf. Diese Geländegängigkeit bringt uns direkt zum nächsten Highlight auf der Unterseite, dem Ultimate Zero Turn AWD, also dem Allradantrieb. Der Allradantrieb in Kombination mit einer vollbeweglichen Frontradlenkung sorgt dafür, dass der Roboter Steigungen von bis zu 84% bzw. 40 Grad und vertikale Hindernisse bis zu 7 cm meistern kann. Ich habe da den direkten Vergleich auf der Arbeit vor Augen. Dort nutzen wir einen konkurrierenden Mähroboter, der vom Namen her ein bisschen nach einem Mammut klingt. Den haben wir uns letztes Jahr gekauft, da gab es den X4 damals noch nicht. Ansonsten hätten wir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit uns für den X4 entschieden. Auf jeden Fall dieser Mammut, der wurde extra für unsere Steilhänge und die Bürgersteige angeschafft, ist aber im Nachhinein, ich sage es mal vorsichtig ausgedrückt, ein bisschen eine Enttäuschung, weil sich seine Vorderräder beim Wenden nicht dynamisch drehen, also hier wie beim X4 bzw. bei der X4-Serie, und das fehlt ihm dann halt an Grip, vor allem wenn es den Berg aufgibt. Er kämpft sich dann halt regelrecht durch die Hänge und hat dann mit der Zeit an den Wendepunkten den kompletten Rasen weggeschraubt, sodass dort nur noch nackte Erde zu sehen ist, was aber jetzt bei uns nicht wirklich so tragisch ist, denn wir haben keinen Zierrasen auf der Arbeit, aber dennoch wäre es schön gewesen, wenn er das anders gelöst hätte, so wie vermutlich der X4 bzw. die X4-Serie das löst. Und genau aus diesem Grund haben wir uns vor kurzem in der Firma entschieden, einen Navimo X450 anzuschaffen, weil dessen Zero-Turn-Lenkung für solche Gelände einfach besser geeignet ist. Da es aber mit der Bestellung noch einige Tage bei uns dauert, wie es manchmal so bei größeren Firmen ist, kann ich euch aktuell noch nicht den direkten Vergleich dazu zeigen, aber ich werde das Ganze mal auf YouTube als Short nachliefern, sobald der Navimo unserem Mammut Federico auf der Arbeit Gesellschaft leistet. Aber zurück zum X420. Wie anfangs erwähnt, macht er optisch richtig was her. Er wirkt sehr modern und fühlt sich extrem hochwertig an. Meine Nachbarin war außerdem schwer begeistert von der Betriebslautstärke, da sie sonst nur ihren alten, lauten Elektrorasenmäher kennt, konnte sie kaum glauben, wie leise das Gerät ist. Mit unter 68 Dezibel arbeitet er angenehm ruhig, sodass man auf dem Balkon oder Terrasse eigentlich nur das sanfte Schnittgeräusch der Messern hört. Auch das Thema Sicherheit funktioniert in der Praxis genial. Die integrierten Sensoren bieten eine lückenlose 360 Grad Hindernisvermeidung. Nähert man sich dem Gerät von hinten, bleibt er sofort stehen, piept laut und warnt auf dem Display, dass man Abstand halten soll. Als wir zum Beispiel auf der Wiese standen und er beim Mähen auf uns zukam, hatte meine Nachbarin zuerst mal etwas Respekt und wollte zur Seite gehen. Ich sagte ihr, sie soll ruhig stehen bleiben, es passiert nichts, und habe ihr dann auch nochmal das Ganze demonstriert, habe mich also vor den Roboter gestellt. Er hat sofort gestoppt, setzte zurück, drehte um und sie war völlig fasziniert, was moderne Technik heute alles so leisten kann. Aber im nächsten Atemzug kam dann natürlich auch die Frage nach dem Preis. Sie war zwar nicht unbedingt überrascht, was das gute Teil kostet, und empfand es verständlicherweise auch als sehr viel Geld.
aber sie fand es dennoch absolut okay, wenn man bedenkt, für welche Flächen er gebaut wurde und wie viel Zeit und Aufwand er im Alltag abnimmt und was das Ganze normalerweise kosten würde, wenn das jede Woche ein Gärtner machen müsste, denn sie ist nicht mehr die jüngste und vor allem bei aktuellen Temperaturen ist das auch gar nicht mehr so einfach. Apropos Gärtner, das war damals auch übrigens der Grund, wieso wir uns in der Firma den ersten Mähroboter angeschafft haben. Die Gärtner kamen einfach nicht mehr hinterher, beziehungsweise es hätte extrem viel Geld gekostet, wenn sie jede Woche die knapp 5.000 bis 7.000 Quadratmeter hätten mähen müssen. Das große Problem bei uns im Betrieb ist nämlich, dass es keine einfache große Fläche ist, sondern viele kleine verwinkelte Teilflächen, und für genau so etwas sind Rasenmäherroboter einfach perfekt geeignet, und ich freue mich schon, wie gesagt, riesig auf den Einsatz des X450 bei uns in der Firma, denn unser Federico ist aktuell an seine Grenze angekommen, und da die Geschäftsführung mit dem derzeitigen Ergebnis zufrieden ist, wird der Rest, der für Federico zu kompliziert und zu herausfordernd ist, wird an den X450 übergeben. Und um die Gärtner müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, die können sich dann auch auf die wichtigen Sachen konzentrieren und müssen sich nicht mehr um die Wiese rund um unser Werk kümmern. Kommen wir zu einem anderen wichtigen Punkt, der mir persönlich auch sehr wichtig ist. Das ist der Schutz von Tieren und natürlich auch der Kinder. Denn das hier ist ein Gemeinschaftsgarten und wir haben selbst kleine Kinder und unsere Nachbarn auch. Und da ist es wichtig, dass die Technik funktioniert. Die Navimo-Geräte verfügen über ein KI-gestütztes System, das mit Hilfe von Kameras und LiDAR-Punktwolkenerkennung aktuell bis zu 13 Tierarten wie Igel, Katzen oder Hunde erkennt, und das Ganze auf eine Entfernung von bis zu 5 Meter. Und innerhalb von 10 Millisekunden plant er eine Ausweichroute und hält mindestens 1 Meter Sicherheitsabstand ein. Zudem ist standardmäßig ein Nachtfahrverbot aktiv, und der Roboter, der berechnet anhand seiner GPS-Koordinaten die exakte lokale Sonnenaufgang- und Untergangszeit und stellt so sicher, dass er ausschließlich tagsüber fährt, um nachtaktive Wildtiere konsequent zu schützen. Und das macht meiner Meinung nach absolut Sinn, da die hellen Tagesstunden völlig ausreichen, um die Arbeit zu erledigen. Und genau dieser Fokus auf einen schonenden Umgang mit der Natur spiegelt sich auch bei der Rasenpflege wider. Der TÜV Rheinland hat das Ganze neu im Jahr 2026, das sogenannte Lawcare-Zertifikat, eingeführt. Hierbei wird der Mähroboter einem simulierten, hochintensiven Mähjahr auf schwierigem Untergrund und Hanglage unterzogen, und der X420 hat dieses lange Testverfahren durchlaufen und als weltweit erster Mähroboter dieses Zertifikat erhalten, da er nachweislich die geringsten Spuren und Schäden auf der Grasnarbe hinterlassen hat. Und genau das kann ich für unseren kleinen Garten nur bestätigen. Es gibt keine Stelle, an der er irgendwelche Schäden verursacht hat. Und ja, auch wenn der Garten nicht wirklich sehr groß ist, es gibt Roboter, die selbst auf einem so kleinen Rasen Unfug anstellen können. Gibt es Dinge, die ich vermisse oder wo er nicht ganz 100% abgeliefert hat? Um ehrlich zu sein, ja. Allerdings reine Software-Sachen, die Navimo hoffentlich bald über OTA-Updates nachliefert. Ich wünschte mir eine Einstellung in der App, mit der man festlegen kann, wie oft er die Außenkanten, also die Perimeter mäht, und auch, dass man zum Beispiel sagt, er soll nur die Perimeter mähen oder nur die Fläche oder ähnliches. Auch ein Mähmodus, in dem zum Beispiel ein Schachbrettmuster gemäht werden kann, das fehlt mir auch. Also man kann nicht einstellen, mäh so oder so, sondern er macht immer das gleiche Mähmuster. Was mir auch noch fehlt, ist ein direkter Live-Zugriff auf die Kameras. Das wäre auch in manchen Situationen echt vorteilhaft. Das wünschte ich mir auch, dass Navimo das Ganze nachliefert. Bei der Navigation bzw. der Hinderniserkennung muss eventuell auch noch mal ein klein bisschen nachgebessert werden, wobei das eventuell auch ein bisschen übertrieben ist. Wir haben bei uns im Garten in der Mitte so einen Dreifuß zur Bewässerung des Rasens stehen, und diese Beine, die sind verchromt, und genau mit diesen hat er anscheinend Probleme. Er ist circa 5 Tage, glaube ich, waren es, problemlos drum herum navigiert, aber am 6. Tag, wieso auch immer, hat er das Teil einfach umgeworfen und ich musste dann eingreifen.
Die Beine sind wie gesagt verchromt und nur circa 1 bis 2 cm im Durchmesser. Eventuell ist das einfach zu klein oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann die Beine mit diesen blauen Kegeln, die ihr hier seht, ausgestattet und seitdem gab es nie wieder Probleme. Also, ist der Mähroboter perfekt? Natürlich nicht, aber er ist im Vergleich zu anderen Robotern, die ich getestet habe oder im Betrieb habe, um einiges den voraus. Kommen wir zu meinem Fazit. Für wen ist der Navimo X420 bzw. die X4-Serie geeignet? In erster Linie für alle, die eine große Rasenfläche haben, bis zu 2000 Quadratmeter sind mit dem Modell hier wie gesagt möglich, oder deren Garten schmale Kanäle haben, irgendwelche Steilhänge oder viele komplexe Hindernisse und eventuell auch noch komplex geschnitten sind. Und natürlich für all diejenigen, die Wert auf solide Technik legen. Wenn ihr also bereit seid, den entsprechenden Preis für die Qualität zu zahlen, werdet ihr mit der X4-Serie absolut zufrieden sein. Für alle anderen, Navimo hat auch noch die i2-Serie im Angebot, die ich eigentlich testen wollte, aber das hat leider nicht geklappt, aber das ist eine andere Geschichte. Auf alle Fälle bietet die i2-Serie eine ähnliche Technik, wenn auch kein Allradantrieb mit Lenkung, aber dafür ähnliche Software zu einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Wobei, das Ganze stimmte so nicht. Den i2 gibt es auch nochmal mit einem Allradantrieb, aber der sieht da ein bisschen anders aus. Also, falls ich euer Interesse wecken konnte oder ihr Fragen habt, dann ab damit in die Kommentarspalte, und falls euch das Produkt interessiert, schaut mal in die Videobeschreibung, da gibt es einen Link und einen Code, mit dem ihr auch nochmal ein paar Euro bei eurer Bestellung sparen könnt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und viel Spaß mit eurem neuen oder zukünftigen Segway Navimo Gerät.